Herzlich willkommen bei GVC. Ich freue mich heute mit euch zusammen den Römerbrief weiter zu lesen. Und zwar, wir werden heute das 7. Kapitel lesen. Ich habe hier das dabei. Das 7. Kapitel ist genau wie das 8. Der Römerbrief ist ein sehr komplexer Brief. Da steckt unheimlich viel drin. Wir werden heute reingehen in die Thematik des Gesetzes. Was ist das Gesetz? Welches Gesetz gilt heute für mich? Und wie kann ich denn wissen, ob ich unter einem Gesetz stehe oder was heißt denn Freiheit vom Gesetz? Denn jeder Deutsche oder Amerikaner oder Paraguayer steht ja unter einem Gesetz, nämlich dem Gesetz seines Landes. Du stehst unter einem Gesetz. So. Und was bedeutet das für dich jetzt im Glauben? Dass, wenn wir heute durchgehen, welche Gesetze gelten für uns und welche Gesetze gelten auch nicht für uns. Es gibt Gesetze, die nicht für dich gelten. So, ehe wir anfangen, auch hier bitte ich dich, dass du hier im Wort liest, und zwar Römerbrief, Kapitel 7. Lest das mal durch von A bis Z, von 1 bis 25. Da werdet ihr ein bisschen brauchen und lest das durch. Fragt euch immer dabei, wenn ihr das lest, Gott, was hast du dazu zu sagen? Welcher Textblock bleibt mir auch hängen, sodass du aus diesem Text was rausziehst. Wir sehen uns wieder gleich, nachdem ihr gelesen habt. So, ich glaube, ihr habt diesen Text jetzt gelesen und du hast gemerkt, das ist komplex mit diesem Gesetz. Ich fange mal an mit den ersten 3 Versen. Ich lese sie einfach mal vor und dann gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Da schreibt Paulus: Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz für einen Menschen nur Geltung hat, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an einen Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht oder frei vom Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einen anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Hier bringt Paulus ein Beispiel. Also er nimmt das Beispiel einer Ehe, im Grunde genommen, dass ein Mensch, in dem Fall hier redet er, sagt er einer Frau. Eine Frau ist mit dem Mann verbunden. Das gilt natürlich auch für den Mann mit der Frau. Hier haben wir natürlich jüdische, merkt man andere Gesellschaftsvorstellungen. Aber sagen wir mal ganz simpel, Paulus nimmt das Beispiel einer Ehe. Solange du verheiratet bist, bist du mit dieser anderen Person so verbunden, dass die Dinge, die du tust, auch rechtlich, gesetzlich, also wenn du zum Beispiel ein Haus kaufst zusammen, dann gehört das Haus eben euch beiden. Und zwar so lange, bis wie die andere Person lebt, wie dein Partner lebt. Wenn einer gestorben ist, dann geht das Haus normalerweise, wenn du nicht irgendwelche speziellen gesetzlichen Vorschriften gewählt hast, geht das Haus zum Beispiel dann eben auf dich alleine über. Du erbst den Anteil deiner Frau oder deines Mannes. Das heißt, ein Gesetz gilt, solange wir leben. Und es gibt jetzt im jüdischen Gesetz, ich gehe mal so ein bisschen tiefer rein, was ist denn das Gesetz oder welche Arten von Gesetzen gibt es denn? Und ich habe mal 2 euch hier aufgeschrieben. Einmal das ideologische und das kasuistische Gesetz. Also das ideologische ist eigentlich auch bekannt als apodiktisches Gesetz, aber mal, dass du das mal gehört hast. Im Grunde sind das 2 verschiedene Arten von Denkwelten. Also das eine, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, das ist das Gesetz, den Sabbat zu halten. Das kennt ihr aus den 10 Geboten. Du sollst den Sabbat halten, du sollst am Sabbat nicht arbeiten, weder du, noch deine Frau, noch deine Magd, noch dein Vieh, deine Kinder, deine Fremden, deine Arbeiter, die sollen am Sabbat nicht arbeiten. Das gleiche gilt für das Tragen von Mischgewebe. Das Alte Testament hat ein Verbot von Mischgewebe. Also sag ich mal, Baumwolle und Leinen sollst du nicht zusammen in ein Gewand weben, sondern du sollst es sozusagen getrennt halten. Das hat alles Gründe. Also warum soll man den Sabbat halten? Natürlich, dass man
seine Arbeitskraft erhält, aber vor allen Dingen auch, dass man sich Gottes gegenwärtig ist, der selber am 7. Tage Ruhe gehalten hat. Das ist aber ein Gesetz, was sozusagen eintritt ohne einen besonderen auslösenden Fall, wie das kasuistische Gesetz. Also das wäre zum Beispiel hier Raub oder Diebstahl. Da ist das Alte Testament natürlich ganz breit und weit aufgestellt. Wenn der Ochse in die Grube des Nachbarn fällt oder wenn der Nachbar aus Versehen den Esel vom Nachbarn verwurstet, dann muss er Ersatz leisten. Wenn etwas Bestimmtes geschieht, dann greift ein bestimmtes Gesetz, um das Unrecht, was entstanden ist, wieder gut zu machen. Ja? Und im Alten Testament sind es ganz oft auch ja sehr drakonische Strafen. Also wer den Sabbat nicht hält, der beginnt ja im Alten Testament keine Ordnungswidrigkeit, wie wir das hier in Deutschland kennen, sondern da ist dann ganz schnell auch Rübe runter. Also die Strafe für die Übertretung eines apodiktischen oder ideologischen Gesetzes ist oft die Todesstrafe. Wie zum Beispiel auch für Ehebruch. Bei den kasuistischen Gesetzen ist es meistens in irgendeiner Form eine Wiedergutmachung. Wenn du einen Ochsen gestohlen hast, musst du 4 weitere wiederbringen, damit du das Recht wiederherstellst. Da reicht es nicht nur, den Ochsen einfach zurückzugeben. So, das heißt, die Juden standen unter diesem Gottesgesetz. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass das Gesetz, von dem Jesus hier spricht, ist ja nicht ein menschliches Gesetz, sondern das ist das Gottesgesetz und es beinhaltet in den 10 Geboten alle 613, glaube ich, oder sind auch mehr, auch die anderen Gebote, Gesetze. Also oft wird das gesamte Alte Testament auch als Gesetz und die Propheten ja genannt. Das heißt, viele Vorschriften findest du dort. Auch die Juden hatten natürlich mündliche Überlieferung von Gesetzen mit dazu, alles Mögliche. Das war das Gesetz. So. Jetzt hatten es die Juden in gewisser Weise ein bisschen einfacher, denn die standen ja nur unter einem Gesetz, nämlich eben dem Gesetz Gottes oder dem jüdischen Gesetz. Man wusste also immer, woran man war. Heute ist das so, wenn du jetzt in Deutschland lebst oder in den USA oder wie hier jetzt in Paraguay. Wir sitzen gerade in Paraguay und ich habe zum Beispiel jetzt die Herausforderung, ich habe 3 Gesetze, die für mich gelten. Einmal das paraguayische Gesetz, das merkt man zum Beispiel am Steuergesetz. Ja? Hier gibt es ein paraguayisches Steuergesetz, das ist ganz anders als das deutsche Steuergesetz. Dann bin ich deutscher Staatsbürger und bin auch den deutschen Gesetzen so weit unterstellt, wie wenn ich in Deutschland lebe. Und dann habe ich genauso ein neues Gesetz, nämlich das Gesetz des Neuen Testamentes. Und ich habe also eine verschiedene Zahl von Gesetzen. So, und das macht es nicht immer ganz einfach. Also, das heißt, wir als heutige Christen, wir haben auf jeden Fall eine Spannung, dass mindestens 2 Gesetze, unter denen du stehst. Also, das Gottesgesetz, unter dem stehst du, und da gehe ich gleich drauf ein, und ein Landesgesetz oder das Gesetz der Region, wo du gerade lebst. Wir klären wir erstmal die erste Frage. Unter welchem Gottesgesetz stehst du denn? Also, eine alte Frage, aber eine wichtige Frage. Gelten die 10 Gebote für dich? Stehst du unter dem Gesetz der 10 Gebote? Sagen wir es mal so. Hast du wahrscheinlich eine Antwort, die ist ein bisschen komplex. Die Antwort ist komplex. Ich sage mal heute, stehen wir unter dem jüdischen Gesetz? Mal ganz nicht inhaltlich, sondern ganz formell betrachtet. Und die Antwort darauf ist nein. Warum? Weil du bist kein Jude. Du stehst nicht unter dem jüdischen Gesetz. Wer das glaubt, versucht durch die Hintertür wieder in das Judentum hineinzukommen. Natürlich gibt es gute Gründe zu sagen, ja, die 10 Gebote, jetzt mal ganz simpel, oder auch die anderen Gebote, sind die sinnvoll? Ja. Also, du sollst nicht stehlen. Darf ich jetzt stehlen? Nein. Du sollst nicht lügen. Kannst du jetzt lügen? Nein. Du sollst nicht Ehe brechen. Kannst du die Ehe brechen? Nein. Aber es ist
nicht dein Gesetz. So wie ich sagen würde, es gibt super Gesetze in Amerika zum Beispiel, die haben auch sehr gute Gesetze. Stehe ich in dem amerikanischen Gesetz? Nein. Sind diese Gesetze sinnvoll? Ja. So. Unter welchem Gesetz stehen wir denn dann als Christen? Also wie ist das denn jetzt für das Neue Testament? Paulus geht ja hier sozusagen an das Neue Testament auch ran, oder er ist im neuen Bund. So, was gilt denn da für ein Gesetz jetzt? Also wenn das alte Gesetz im Sinne eines Gesetzes nicht mehr gilt, aber trotzdem sinnvoll ist, was heißt denn das jetzt für uns? Also Jesus wird ja gefragt, was ist denn nun, also an was muss ich mich denn halten, fragen die Jünger. Ne? Was soll ich nun machen, wenn ich dir nachfolge? Was sagt Jesus? Wir sollen den Nächsten und Gott lieben wie uns selbst. Umgekehrt. Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Also, er sagt, darin ist zusammengefasst das ganze Gesetz und die Propheten. Also, das wäre erstmal super. Also, ich meine, das ist ja ziemlich simpel, oder? Also, keine 1000 Gesetze mehr. Nö, super. Also, ich stehe jetzt unter dem neuen Gesetz, Gott lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Was heißt denn das jetzt? Heißt es jetzt, dass du jetzt töten darfst? Fangen wir mal ganz simpel an mit meinem Nächsten. Kann ich töten und ihn lieben? Nein. Kann ich meinen Nächsten lieben und gleichzeitig ihn bestehlen? Eher mal nein. Du merkst also, obwohl das neue Gesetz sozusagen sehr einfach klingt, ist es umfassender als das alte Gesetz. Denn viele Dinge waren im jüdischen Gesetz nicht geregelt. Nehmen wir mal ein typisches Beispiel. Kann ich heute als Christ kann ich Musik hören, die Gott nicht verherrlicht? Kann ich weltliche Musik hören? Gibt es da zum Alten Testament eine Regel? Nicht so richtig. Vielleicht findest du irgendwo eine, Musik soll Gott verherrlichen, aber es ist nicht so klar geklärt. Also im Alten Testament gab es keine weltliche Musik, es gab fremde Götter. Vielleicht gab es da auch andere Anbetungsmusik, das war vielleicht klarer. Aber kann ich jetzt ein weltliches Lied hören? Das klingt zwar nicht lächerlich, aber einfach mal als Beispiel genommen, würde man sagen, dann wäre die Frage an dich, geht es gegen deinen Glauben oder geht es gegen Menschen? Und wenn das gegen beide nicht geht, also wenn du Gott lieben kannst und Menschen lieben kannst und das Lied singen kannst, ganz einfach, kannst du singen. Wenn es nicht so ist, also es gibt, sag mal, früher hatten wir dieses Thema häufiger, irgendwelche Lieder, die antigöttlich sind. Und es gibt auch heute noch viele Lieder, die kannst du eigentlich nicht mitsingen, ne? weil die furchtbar Inhalt haben. Und wenn du es tust, dann begehst du eine Sünde. Ich würde sagen, ja. Denn du verletzt das Gesetz, deinen Nächsten zu lieben, wie dich selbst. Ich kann nicht singen, irgendwie, dass ich Leute umbringen will, wenn ich Menschen liebe. Also das Gesetz Jesu ist umfassender und größer im Grunde genommen, obwohl es kleiner ist. Das muss ich verstehen. So, das heißt, ich muss mich fragen, wenn ich jetzt hier Paulus hier über das Gesetz spricht, ich lebe nicht mehr unter dem jüdischen Gesetz. Das ist anders als die Zuhörer hier, zu denen er das schreibt. Das ist ja wichtig. Wir verstehen das nicht, wenn wir denken, der schreibt das an uns. Also der schreibt das ja an uns, aber er schreibt ja zuerst mal diesen Text, schreibt Paulus an Judenchristen, also die gewohnt waren, unter dem jüdischen Gesetz zu stehen. Du bist doch gar nicht gewohnt, unter dem jüdischen Gesetz zu stehen. Du stehst ja maximal unter dem deutschen Gesetz. Das heißt, hier haben wir andere Grundlagen. Was machen wir jetzt damit? Also, wir haben gerade gesagt, das neue Gesetz Jesu regelt umfassender das, was ich als sein Nachfolger zu tun und zu lassen habe. Es regelt es nicht so scharf und so eindeutig, wie es oft im Alten Testament ist. Deswegen hätten wir manchmal gerne diese Gesetze, Gebote des Alten Testamentes. Viele Christen wünschen sich das. Das ist irgendwo etwas auch, was
der Islam gemacht hat. Der Islam hat ja wieder diese Freiheit im Grunde genommen versucht, der Christen zu nehmen und sie wieder, sag ich mal, zurückzuführen in konkretere Dinge. Und wenn du im Islam bestimmte Dinge tust, 1, 2, 3, 4, 5, wenn du die 5 Dinge getan hast, dann ist es erstmal gut und dann kommst du in den Himmel. Ne? Und genauso wünschen wir uns auch als Christen oft, ja, wenn ich diese 5 Dinge jetzt hier tue, oder 3 oder 7 oder 10, dann bin ich richtig. Klappt das nicht. Also, das ist nicht der Sinn des Neuen Testamentes. So. Das heißt, als Christ im Neuen Bund stehe ich unter einem anderen Befehl. Weder unter dem Befehl des Alten Testamentes, aber auch teilweise nicht mehr unter dem Befehl des Gesetzes des Landes, wo du bist. Und jetzt wird's spannend. Also, jetzt frage ich mal eine Frage. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt Gesetze befolgen will als Christ in Deutschland, sagen wir mal in Deutschland, und ich habe jetzt das Gesetz Gottes im Herzen und jetzt komme ich ja in allen möglichen Situationen mit dem Gesetz in Kontakt. Also, fangen wir mit dem Einfachen an. Ich stehle nicht. Also kann ich das Auto meines Nächsten stehlen? Hatten wir eben gerade schon mal gehabt. Nach dem deutschen Gesetz nicht und nach dem neutestamentarischen Jesusgesetz auch nicht, oder? Sind wir uns einig? Nicht stehlen nach BGB und nicht stehlen nach meinen Nächsten zu lieben passt. Kommen wir zu Geschwindigkeitsübertretung. Mal ganz simpel, also fahre ich in der Stadt 50. Ja, in Deutschland gilt es in allen Städten, soll ich 50 fahren, manchmal 30. Warum ist das gemacht? Um davor zu schützen, dass irgendwelche Raser durch die Stadt rasen, Fußgänger umfahren, Schäden hervorrufen, Tote. Das ist ein Gesetz. Wie ist es im Neuen Testament, den Nächsten zu lieben? Passt, oder? Kann passen. Manchmal denke ich, vielleicht kann ich ein bisschen schneller fahren, manchmal ein bisschen langsamer. Aber im Grunde genommen ist da kein Konflikt, oder? Langsam zu fahren oder angemessen zu fahren, den Nächsten zu lieben, kein Konflikt. Jetzt wird es schon schwieriger. Jetzt sind deine Kinder oder du, Thema Gender. Genderideologie. Deutschland sagt, es gibt mehr als 2 Geschlechter und wenn du in der Schule bist oder in bestimmten Arbeitsstellen bist, dann musst du gendern. Neues Testament, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Ja, passt noch, aber passt das mit Gott lieben? Also ich kann schon sagen, ich liebe meinen Nächsten, deswegen gender ich. Aber passt das mit Gottes Gesetzen? Liebe ich denn Gott? Dann. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Hier wird es schon schwierig, oder? Ich würde sagen, und wir haben uns zum Beispiel auch als Schule, wir haben auch als THS gesagt, wir werden diese Wortwahl, auch die Sternchen, wir werden das nicht einführen. Bei uns heißen sie Studentinnen und Studenten. Wir können beide Geschlechter ansprechen, das hat damit nichts zu tun. Aber ich mache keinen StudentInnen. Ja, nicht weil ich denke, das finde ich jetzt doof oder unpraktisch oder irgendwie stört mich das oder es ist neu. Nein, weil ich ja glaube, dass es meinem Glauben widerspricht. Noch schwierigeres Thema, Ehe für alle. In Deutschland gibt es die Ehe für alle. Im Grunde genommen als Pastor müsstest du Paare trauen, die homosexuell sind. Mittlerweile irgendwann wirst du vielleicht auch eine Frau und einen Baum trauen müssen oder einen Hund oder sowas. Das ist noch nicht so weit, das ist auf dem Weg dahin. Neues Testament. Die Ehe besteht aus Mann und Frau. Wenn ich Gott liebe, wird es schon noch schwieriger. Das heißt, es gibt Situationen, in denen du als Christ, weil du die Gebote des Neuen Testamentes befolgst. Und ich habe hier mal Möglichkeiten einfach nur mal genannt. Das ist Spannung, es gibt Spannung. Manche beantworten diese Frage für sich, ja, kann ich machen, ich kann gleichgeschlechtliche Ehen trauen, als Pastor kann ich machen, habe ich Schwierigkeiten mit, manche machen das. Aber du merkst, hier gibt es eine Spannung zwischen weltlichem Gesetz und geistlichem Gesetz. Und es gibt sicherlich
ganz klare Situationen, wo du, weil du Gott und Menschen liebst, nicht dem Gesetz der Bundesrepublik Deutschland einfach 1:1 gehorchen kannst, weil du dich dann schuldig machst am Gottesgesetz. Die USA haben das übrigens ganz interessant gelöst, auch nicht komplett, aber die USA haben deswegen dieses Konstrukt der Religious Exemption, also der religiösen Ausnahme. Also du kannst dich in den USA oft auf deinen Glauben berufen, wenn du bestimmte Dinge nicht machen kannst. Thema Gesundheitsmaßnahme, gibt es die Möglichkeit zu sagen, mein Glaube hindert mich daran, das zu befolgen. Und dafür gibt es eine entsprechende Vorgabe oder eine Möglichkeit in den Vereinigten Staaten. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wäre etwas, was wir mal in Deutschland andenken könnten, die Möglichkeit der Religious Exemption. Ich wäre dafür, das in Deutschland einzuführen. Ich finde das gut. So. Es hast ja jetzt gelernt, das Gesetz ist nicht gleich Gesetz und wir haben eine gewisse Spannung mit dem Gesetz und Paulus bringt ja diese Spannung hier auf. So. Jetzt gehen wir mal zu den Punkten, wo wir eigentlich sagen würden, also jetzt haben wir das mal abgefrühstückt, wo bin ich drin, wo bin ich nicht drin. So, was sind ganz simplen Dinge. Also sagen wir mal, ein simples Ding wäre zum Beispiel, ich soll nicht stehen. Wir bleiben bei dem, weil es immer noch relativ simpel ist. Ich hätte gerne jetzt das Auto von meinem Nachbarn. Das finde ich so cool. Die Farbe gefällt mir. Ich wollte schon immer eigentlich einen BMW haben. BMW finde ich super. Und da hat er noch so ein Cabrio. Das finde ich ganz klasse. Eigentlich was. Und dann lege ich doch den Schlüssel bei meinem Nachbarn. Den hat er irgendwie auf der Mauer liegen lassen. Jetzt mopse ich mir den Schlüssel und fahre mit dem Auto weg. Weil, also, ich liebe Menschen, ich liebe Gott, oder? Alles klasse, kann ich doch machen. Ja. Wissen wir, funktioniert nicht. Jetzt, wenn es kein Gesetz gäbe, das es verbieten würde, könnte ich es ja machen, oder? Also Paulus fragt das ja hier. Ich lese mal so vor im Römer 7, Vers 7 und 8. Lesen wir das mal gerade zusammen. Heißt es, was soll ich nun sagen? Ist denn das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jene Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Also Paulus sagt hier, erst dadurch, dass wir Dinge benennen als falsch, entsteht in uns sozusagen ein Anhaltspunkt, dass wir innerlich spüren, was kann ich nicht machen? Sagen wir mal so, der Schlüssel liegt jetzt da, bei dem Auto und dem Nachbarn und dem Cabrio. Und jetzt liegt der Schlüssel da auf der Mauer. Der Nachbar ist weg, seine Frau ist auch weg, seine Kinder sind auch weg. Und der liegt jetzt da. Jetzt kommt hier in dir was hoch. Du hättest gerne das Auto, aber eigentlich kommt da parallel auch hoch der Gedanke, das kann ich nicht machen. Das ist nicht rechtens. Also es wäre stehlen und wäre auch nach dem deutschen Gesetz stehlen. Es wäre aber auch nach dem biblischen Modell wäre es stehlen. Das ist ganz simpel. Du sollst es nicht machen. Und jetzt bist du vielleicht so ein netter Mensch, sagt ja, mach ich auch nicht, natürlich mach ich ja nicht. Ne? Aber ich hätte ja doch ganz gerne irgendwie. Ne? Also eigentlich würde ich ganz gerne so ein Cabrio haben. Ich finde es ja ungerecht, dass der so ein Cabrio hat. Ich habe ja kein Cabrio oder. Ne? Und jetzt steht es doch eigentlich irgendwie auch mal zu, oder? Ein Cabrio. Also da können so Gedanken in einem so groß werden, dass man eigentlich ja doch irgendwie so eigentlich auch glaubt, dass man das eigentlich doch schon irgendwie zustehen würde. Ne? So. Und jetzt gibt es so zwei Arten von Christen. Mit dem Auto ist es relativ simpel noch so, sag ich mal. Da merken wir, wenn ich dort einfach nur sage, ich liebe ja Menschen, ich liebe Gott, ich kann das Auto nehmen, dann merken wir, da liege ich falsch, oder? Weil letztendlich habe ich mir was zurechtgebogen. Ich habe mir zurechtgebogen, dass eigentlich mir dieses Auto zusteht. Und warum habe ich mir das zurechtgebogen? Weil hier sagt die Bibel, hier sagt Paulus, das ist eine Begierde in dir. Diese Begierde sagt, ich will das Auto haben. Ich will das einfach haben will. Wie ein kleines Kind beim Schaufeln im Sandkasten haben will. So, wenn wir das
wenn wir diesen inneren Kompass verlieren, dann tun wir Dinge, die erstens über das Gesetz gehen, und das Gesetz ist ja dazu da, um uns zu schützen. Das heißt, wir tun Dinge, die gehen schief. Und wenn du so ein Auto mitnimmst und das fährst du jetzt noch gegen die Wand, dann geht's schief. Ne? Schief heißt, das wird dich etwas, eine Menge kosten, gibt Ärger, dein Nachbar ist nicht mehr dein Freund, das sicherlich nicht mehr. Jetzt gibt es so Stellen, und das ist hier, was so Paulus so sagt, naja, das ist ja gerade so bei Christen immer wieder mal so ein Thema. Also ich liebe meinen Partner jetzt auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, da ist mir so richtige Liebe ist nicht mehr da. Und eigentlich, also Gott will doch, dass es mir gut geht. Ne? Und deswegen, früher oder später, da habe ich doch diesen anderen Mann und Frau, ne? Die sieht doch viel attraktiver aus, ist auch viel besser und glaube ich auch viel mehr. Der Herr hat mir das ja auch im Gebet bestätigt, dass ich eigentlich meinen Partner verlassen soll und diesen anderen Partner nehmen soll, weil der ist viel besser für mich. Und dann hast du auch eine ganz klare Erklärung, warum du damals das falsch entschieden hast, hatte ich jemand gezwungen, bla 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 bla. Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Es bleibt falsch. Das ist Ehebruch. Und hier ist die Spannung mit dem Neuen Testament. Ich brauche eine klare Richtschnur. Was heißt es denn, meinen Nächsten zu lieben, wie mich selbst und Gott zu lieben? Denn wenn ich das so beliebig verdrehen könnte, so, naja, also heute empfinde ich das mal trotzdem liebevoll, wenn ich das Auto von meinem Nachbarn nehme, ich mag den ja immer noch, dann hast du die Richtschnur verloren. Und dann senken wir den Anspruch an uns einfach langsam immer weiter ab. Und irgendwann kommst du dann und sagst, ich bin ja echt gar nicht so, eigentlich bin ich ein toller Kerl. Also ich mache eigentlich nichts falsch. Und dann fragst du dich, warum Jesus eigentlich für dich sterben muss. Also das ganze Thema, Jesus starb für unsere Sünde, damit wir gerecht werden. Das wird irgendwann so, ja, also schön, dass er gestorben ist. Das ist so ein Vorbild für mich, ne? Aber eigentlich hätte ja niemand für mich sterben müssen, denn ich bin ja eigentlich schon ganz in Ordnung, oder? Mehr oder weniger. So, und wenn du da bist, dann bist du auf dem Holzweg. Das ist sehr klar, das sagt die Bibel ja. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ähm, auch wenn das Gebot des Geistes mich freisetzt von dem Alten Testament oder von manchen Geboten, die es früher gab, so ist doch trotzdem mein Gewissen muss geschärft sein durch den Heiligen Geist, dass ich merke, das geht nicht. Und dafür brauchen wir auch Gemeinde, dafür brauchst du auch andere Menschen, dafür brauchst du auch nicht vielleicht eine Predigt, die dir heute sagt, das geht nicht. Und andere Dinge. Okay, es endet dann eigentlich oft mit der Beliebigkeit. Ich habe hier mal so eine Folie mitgebracht. Das Problem der Beliebigkeit. Ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das kann ich auch als Christ machen. Oder ich nenne einfach alles Recht, was ich tue. Also, ich bin gerechtfertigt durch Jesus und deswegen kann ich das so machen. Wenn man das so liest, wird man sagen, ja, aber es gibt eine ganze Menge Menschen, das ist die menschliche Natur. Ich sag mal so, das ist menschlich, aber das ist nicht göttlich. Also nur weil etwas natürlich ist und menschlich ist und auch verständlich ist es noch lange nicht gut. Ist es denn verständlich, dass ich gerne den Cabrio haben möchte vom Nachbarn? Ist verständlich, oder? Also vielleicht hätte ich gerne einfach ein Cabrio. Ist es richtig? Nein. Das muss man trennen. So. Bin gleich fertig. Die Welt hat natürlich im Laufe der Zeit etwas geschafft, um mit diesem Problem umzugehen. Und auch die Bibel hat das hier, aber wir haben mittlerweile auch 2000 Jahre Geschichte. Und wir lesen hier mal Römer 7, Vers 14 bis 16. Wir wissen nämlich, sagt er hier, wir wissen, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist. Wenn ich aber fleischlich bin, das heißt verkauft unter der Sünde und fleischlich, die Bibel ist manchmal so, ich sag mal, man könnte das sagen, statt fleischlich, nenn es mal menschlich, nenn es mal natürlich. Ja, also nicht geistlich, ja, ist Fleisch.
Denn was ich bewirke, begreife ich nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Also Paulus sagt, wir alle wissen, dass wir den BMW-Cabrio nicht nehmen sollten, aber ich tue es manchmal, obwohl ich das nicht will. Ich habe den Geist Gottes in mir, du hast den Geist Gottes in mir, wenn du ein Kind Gottes bist. Also wenn du zu Jesus gehörst, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, wenn du weißt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wenn du es nicht hast, dann nicht. Wenn du das gemacht hast, dann weißt du das auch. Du sagst so, ja, Jesus, ich möchte mein Leben dir hinlegen. Ich möchte zu dir gehören. Ich möchte dein Kind sein. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von aller Ungerechtigkeit und nimm mich an als dein Sohn oder als deine Tochter. So. Das tust du im Gebet, das tust du ernsthaft mit dem Glauben in deinem Herzen. Du kennst es mit dem Mund, sagt Römer 10, Vers 10. Und dann bist du ein Kind Gottes. Da musst du jetzt nicht in irgendeine Kirche gehen, da musst du jetzt nicht irgendwie auch alle möglichen Brimborium machen, da musst du auch nicht getauft sein, um ein Kind Gottes zu sein. Das kannst du danach tun, aber erstmal bist du ein Kind Gottes. Und trotzdem machst du Dinge, die du eigentlich nicht willst, und du tust sie auch, wenn du wüsstest, dass sie nicht richtig sind, weil dich etwas dazu treibt. Und dieses Treiben, das nennt Paulus Fleisch. Und wir wissen das normalerweise, wenn wir dem einfach uns dem Treiben überlassen, das ist ja heute irgendwie ganz komplett modern, machen wir alle, aber nur nichts stoppen, alles zulassen, führt das zu deinem eigenen Unglück und auch bei einer Gesellschaft zu einem Unglück der ganzen Gesellschaft. So. Normalerweise hat eine Gesellschaft damit Wege gefunden, umzugehen. Ich will mal die 3 nennen und dann sagen wir auch zum Schluss, was ist denn der Weg, den wir gehen können, den Paulus hier auch nennt. Der erste Weg ist der Weg der Askese. Das heißt, daher kommt das Mönchtum, hast du schon mal gehört, aber auch ein Stück weit, ich sag mal, auch Veganismus. Ne? Also vegan ist ein Versuch, ja, auch wenn man das ideologisch vielleicht manchmal anders begründet, ist ja ein Wegnehmen von Dingen, die der Körper möchte. Gibt jetzt manche, die sind bestimmt komplett überzeugt davon, aber es gibt auch manche, die es vielleicht einfach nur aus Gesundheitsgründen tun. Also ich versuche, mein Fleisch, sage ich mal, zu schwächen. Ich versuche auch ihm nicht so viel zu gönnen, dass es nicht so stark wird. Ne? Gleiche Thema Alkohol, Drogen und so weiter. Ne? Ich versuche Askese. Also ich ignoriere die Bedürfnisse des Körpers oder die Begierden, ne? Nicht die Bedürfnisse, die Begierden des Körpers, und versuche ihn damit klein zu halten. Nummer 1. Nummer 2 ist die Abspaltung. Das ist ganz interessant. Und auch das ist komplett heutzutage. Also ich behandle das als 2 verschiedene Welten. Also ich bin ein geistlicher Mensch, tue geistliche Dinge, und was ich mit meinem Körper tue, ist komplett egal. Also sprich, das wird man der Christen oft vor. Also Wasser predigen und Wein trinken. Also ich handle nicht so, wie ich eigentlich rede. Und ich sehe das irgendwann auch nicht mehr als Problem. Am Anfang ist es ein Problem, irgendwann am Ende ist es kein Problem mehr, denn du hast dich daran gewöhnt, dass du am Sonntagsgottesdienst bist du ein heiliger Christ vielleicht, und du da hingehst, oder manchmal fühlst du dich richtig heilig, richtig toll, und dann gibt es Zeiten, wo das nicht so ist, und dann ist es beides okay, und du fühlst quasi so eine schizophrene Beziehung mit dir selber. So. Der dritte Weg ist, ich reduziere den Anspruch einfach, da haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet, und behaupte einfach, dass alles, was ich so tue, eigentlich schon so richtig so ist. Also auch wenn ich es besser weiß, tue ich das und sage, ich bin ja eigentlich nur dann ein Opfer. Also ich kann ja gar nichts dafür, denn da gibt es ja irgendwie, da habe ich irgendeine Studie, die ich zitiere, warum das jetzt irgendwie gut ist für mich und warum es auf gar keinen Fall geht, dass ich jetzt den BMW nicht kriege oder mit meinem Partner jetzt zusammenbleiben muss oder mir die Schokolade jetzt nicht gerade reinfallen kann, obwohl ich schon 3 Schokoladen gegessen habe, ist das völlig in Ordnung, oder dass ich die Person, die eigentlich versucht, mit mir Frieden zu schließen, ablehne, weil ich jetzt keinen Bock drauf habe, ein Vergebungsgespräch zu finden, oder und so weiter und so weiter. Ich reduziere den Anspruch, weil es mich zu viel Kraft kostet. All diese Dinge funktionieren schlecht. Also man kann damit leben, aber das ist nicht der Weg, den die Bibel hier sagt. Sondern eigentlich Paulus sagt, das Gesetz zeigt dir,
dass du sündig bist. Auch das Neue Testament zeigt es dir. Ich kann Menschen und Gott nicht so lieben, wie sie es eigentlich bedürfen. Und das, wenn du das erkennst, das musst du verstehen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn dann verstehst du auch, warum Jesus für dich sterben musste. Das hat ja gar keinen Sinn. Sonst ist er ein gutes Vorbild gewesen, klasse Typ, der ist für seine Ideale gestorben, bla bla bla. Aber es stimmt doch gar nicht. Jesus ist gestorben, weil wir sonst alle hätten sterben müssen. Und wir hätten selber sterben müssen, weil da irgendwas Schlimmes ist. Man stirbt doch nicht einfach so, naja, wieso, ne? Wir mussten ja alle sterben, müssen alle irgendwann sterben. Nein, es geht um einen geistlichen Tod. Und dann merke ich, das ist das hier von Römer 7. Wir kommen auch auf Römer 8 nach, wird es mal besser. Aber Paulus sagt, du bist sündig. Und das Gute an der Sünde ist, dass du dann erkennst, Jesus ist für mich gestorben. Er ist für meine Schuld gestorben, für diesen Teil, wo ich übertreten habe. Und du darfst das mit Freude zugeben, wo du sagst, ich kann meinen eigenen Maßstäben und auch denen Gottes nicht gerecht werden. Und ich bin dann auch frei und erkenne, ich brauche Vergebung. So, und das macht mich demütig, oder? So, Frage an euch heute für die Gruppen oder für dich alleine. Wo hast du deinen Anspruch so reduziert, dass du einfach gerade noch so gut durchkommst? So, schlitterst gerade so an der Unterkante, Wasser, wie nennt man das so? Oberkante, Unterlippe, Wasser, ne, vorbei. Dass du gerade so durchkommst und hast dich mit so einem Minimalstandard zufrieden gegeben und hast dich eingenistet in einer Blase, von der du glaubst, du merkst, dir geht's nicht so gut, dein geistiges Leben ist nicht so stark, aber es funktioniert irgendwie gerade so, dass du dich nicht irgendwie ständig schuldig fühlst. Hast du das? Wo hast du den Anspruch runtergefahren oder welche anderen Strategien, Vermeidungsstrategien hast du gerade in deinem Leben angewandt? So, das ist die Frage, die ihr habt. Ich will am Ende beten und den Heiligen Geist einladen, dass er auf dich, auf uns zusammenkommt. Herr, ich danke dir für das Wort, dass du uns dein Wort gegeben hast, um zu wissen, du bist für uns. Wir sind deine Kinder. Du kennst unsere Herzen besser, als wir sie kennen. Du lässt dich nicht einlullen von den Gedanken, die wir selber haben, von den Gefühlen, die wir haben. Du hast uns eine klare Richtschnur gegeben. Und ich danke dir, dass du heute, wenn du durch dieses Video auch sprichst zu Menschen, dass wir frei werden von den falschen Mechanismen, dass wir erkennen, wir sind geliebt und uns ist vergeben, wenn wir dir gehören. Ich lade dich ein, dass du auf jeden kommst, dass du uns den Mut gibst und die Kraft, uns unseren Dingen zu stellen, dass wir aufstehen können und frei werden, denn das ist deine Berufung für uns. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder oder auch immer du das Video anschaltest. Wie Segen und Kraft. Ciao.